Wie digitalisieren wir unsere Fertigung? Und lohnt sich das überhaupt? Vor solchen Fragen stehen viele Unternehmen und natürlich auch wir bei Danmed, einem mittelständischen Unternehmen aus der Medizintechnik. Also warum macht es Sinn, warum ist es gut, sich über die Digitalisierung Gedanken zu machen? 3 Gründe. Erstens, die Prozesse, also Abläufe, werden einfacher und dadurch spart man Geld. Zweitens, die Abläufe werden transparenter, also Abhängigkeiten sind leichter für uns zu erkennen. Fehlerquellen können besser erkannt und eliminiert werden und in der Summe wird der Prozess dadurch besser. Und drittens, Digitalisierung, das ist doch irgendwie logisch, oder? Wir digitalisieren unser Privatleben und nutzen alle Vorteile und Bequemlichkeiten. Aber bei uns im Unternehmen arbeiten wir am liebsten mit Hammer und Meißel. Das passt nicht zusammen. Dass so ein Schritt Überwindung kostet, das ist verständlich. Die Herausforderungen sind für die meisten Unternehmen am Anfang relativ gleich. Zum Beispiel stellt sich die Frage ganz am Anfang, ist so etwas wirtschaftlich? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich der ganze Aufwand lohnt. Ob wir überhaupt ein Stück von unseren Produkten dadurch mehr verkaufen, das würde mich interessieren. Also es kostet alles so viel Geld. Aber es kann jetzt nicht wahr sein. Wollt ihr wirklich Tablets für alle? Und wer soll das bezahlen? Vielleicht bestehen auch Sorgen, dass die eigene Fertigung nicht allen Anforderungen entspricht. Und was sagt unsere QM dazu? Eine digitalisierte Fertigung? Seid ihr verrückt? Das muss man doch alles validieren. Und was muss man dafür locker machen? Was kostet es? Puh. Genauso schwierig könnte es erscheinen, einen passenden Dienstleister zu finden, der einem bei der Digitalisierung hilft. Können wir alles. Haben wir alles schon gemacht. Okay. Unsere Referenzen? Daimler, BMW, name it, we got it. Können wir das anpassen? Anpassungen? Kein Problem. Hier unser Angebot. Nee. Wirklich? Fortschritt hat eben seinen Preis. Ob wir das schon einmal gemacht haben? Nee, aber wir können das. Da wird schon nichts passieren. Ich rufe mal gerade schnell die Entwicklung an. Entwicklung? Ja. Bekommen wir schon hin. Ist gerade nur schlecht. Bin in einem Meeting. Wirtschaftlichkeit, QM-Tauglichkeit, die ganze Umsetzung. Und dann muss man noch das eigene Personal auf die Digitalisierung einstellen. Da haben wir zum Beispiel den Übermotivierten. Hallo Chef, ich habe da ein paar Sachen installiert. Die sind superb. Ja, die habe ich zu Hause auch. Dann gibt es den langjährigen Mitarbeiter. Das haben wir immer schon so gemacht. Und jetzt das digitale Dings. Immer gibt's was Neues. Vielleicht haben wir auch einen Verweigerer. Diese ganze Elektronik ist nicht gut für uns. Wir machen uns zu abhängig. Wann denken wir mal wieder an unsere schöne Natur? Und in Zeiten der Globalisierung kann es auch schon mal zu Sprachbarrieren kommen. Wir führen jetzt eine Digitalisierung durch, Herr Ivanov. Ja. Wir machen da alle mit. Ja. Haben Sie auch verstanden, wie? Was? Das scheinen eine Menge Herausforderungen zu sein. Aber die Umsetzung ist einfacher als vermutet. Nehmen wir den Punkt Wirtschaftlichkeit. Lohnt es sich für uns, die eigene Fertigung zu digitalisieren? Fragen wir doch dazu unseren Kalkulierer. Naja, also ich weiß nicht so recht. Wir müssen unseren Arbeitsaufwand ja auch ganz genau kalkulieren können. Dazu ist es notwendig, dass jeder Arbeitsvorgang rückgemeldet wird. Leider braucht das auch Zeit und hält andere Mitarbeiter womöglich sogar von der Arbeit ab. Dabei könnte das Leben so einfach sein. Allein durch die Digitalisierung der Betriebsdatenerfassung sparen wir jährlich eine Menge Geld. In der Vergangenheit hat ein Mitarbeiter ca. 35 Sekunden benötigt, um alle Daten einzugeben und einen Vorgang zurückzumelden.
10 Vorgänge am Tag, hat er gemeldet. Das macht im Schnitt etwa 6 Minuten. Aufs Jahr gerechnet sind wir hier bei 25 Stunden. Durch die Digitalisierung dieses Ablaufes brauche für die Rückmeldung eines Vorgangs 5 Sekunden. Aufs Jahr gerechnet sind das nur 3,5 Stunden. Bei 20 Mitarbeitern und der Annahme, dass eine Minute 1 Euro kostet, sind das 26.000 Euro, die wir jedes Jahr sparen. Und das allein bei der Digitalisierung der Betriebsdatenerfassung. Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Aber wie bekommt man jetzt die Digitalisierung der Fertigung QM-konform geregelt? Und wer kann einem bei der Digitalisierung helfen und unterstützen? Fragen wir dazu einen Experten, Herrn Hoff von der LA2 GmbH. Herr Hoff, schaffen wir es, eine digitalisierte Fertigung zu validieren? Klar, da sehe ich kein Problem. Unsere Software und alle Dienstleistungen sind FDA Part 11 konform. Wie sieht es mit der Anpassung an unsere bereits vorhandenen Systeme aus? Auch das bekommen wir hin. Zu ERP- und CAQ-Systemen gibt es validierte Schnittstellen, die fest kalkuliert sind. Außerdem erleichtern wir die Akzeptanz der Software bei den Mitarbeitern durch eine Anpassung an die Optik ihrer bereits gewohnten Dokumente. Das klingt gut. Und welche Anforderungen gibt es, um das für die Mitarbeiter nutzbar zu machen? Da reicht ein einfaches Tablet aus. Die Anwendung läuft dann über die Web-Oberfläche und speichert alle Einträge direkt auf einer Datenbank. Und was kostet das Ganze? Also, wenn ich das anhand Ihrer Voraussetzungen kalkuliere, dann komme ich zu folgendem Ergebnis. Eine Digitalisierung ist wirtschaftlich, validierbar und den richtigen Dienstleister haben wir auch gefunden. Jetzt müssen wir nur noch unsere Mitarbeiter überzeugen. Das ist alles neu. Wie soll ich die Aufträge richtig ausfüllen? Wie soll ich alles richtig dokumentieren? Schauen Sie mal, die Dokumente sehen noch genauso aus wie früher, nur dass Sie jetzt nur noch ein paar Mal tippen müssen. Ich benutze weiterhin Papier. Diese Digitalisierung bringt uns weg von der Natur. Das Papier gibt es nicht mehr. Aber überlegen Sie doch einmal, wie viel Ressourcen dadurch gespart werden. Ich finde das alles ja echt super, aber ich hätte da noch ein paar Verbesserungsvorschläge. Klasse! Wir haben extra dafür eine Feedback-Funktion eingerichtet. Die besten Vorschläge setzen wir dann um. Herr Ivanov, haben Sie alles verstanden? Was? Ich habe da eine Idee. Herr Ideenreich, können Sie ihm das kurz erklären? Und? Alles verstanden? Alles verstanden. Einfach. Wir konnten alle Bedenken, die Fertigung zu digitalisieren, ausräumen. Um jetzt noch die letzten Zweifel zu beseitigen, wollen wir uns anschauen, wie genial ein Prozess im Zusammenspiel mit ERP, MES und CAQ-Systemen funktioniert. Zu Beginn unserer Fertigung wandelt die Abteilung Arbeitsvorbereitung im ERP-System einen Kundenauftrag in einen Fertigungsauftrag um. Dadurch können die Mitarbeiter auf ihrem Tablet im MES-System sehen, welche Kleinteile und Rohmaterialien für den Auftrag benötigt werden. Anschließend wird der Fertigungsauftrag zur Bearbeitung im Leitstand eingeplant. Währenddessen ist es den Mitarbeitern der CNC-Fräserei bereits möglich, die Fertigung weiter vorzubereiten. Zeichnungen, CAD-Modelle, NC-Programme und Fertigungssimulationen sind digital abrufbar. Ebenfalls dank der Übermittlung der Daten über das MES-System werden den Mitarbeitern die passenden Rüstpläne angezeigt und die Fertigung kann beginnen. Im Folgenden ist es allen Mitarbeitern bei der Weiterbearbeitung möglich, über ihr Tablet Arbeitsanweisungen einzusehen, Stückzahlen zurückzumelden sowie Anmerkungen zu hinterlegen. Werden Vorrichtungen benötigt, können diese über die elektronische Werkzeugausgabe entnommen werden. Des Weiteren können auch Parameter und Arbeitsbestätigungen hinterlegt werden.
Infolge des abgeschlossenen Fertigungsprozesses wird das Endprodukt mit Hilfe eines im CRQ-System abrufbaren Prüfplans kontrolliert. Die Prüfergebnisse werden wieder in das MES-System exportiert und dort gegengezeichnet. Im letzten Schritt werden die gesamten Fertigungsdaten in ein DMS-System zur Archivierung abgelegt. Damit ist der Fertigungsauftrag abgeschlossen und kann an die Versandabteilung übergeben werden. Eine Digitalisierung ist definitiv eine Herausforderung. Aber wie wir gesehen haben, ist sie auch für kleine und mittlere Unternehmen machbar. Wie so oft steht und fällt dieser Prozess mit den Menschen, die daran arbeiten. Daher darf Digitalisierung nie zum Selbstzweck erfolgen, sondern sie muss die Arbeit erleichtern, neue Blickwinkel ermöglichen und die Produktqualität sichern. Kann Digitalisierung noch mehr? Was sollte uns das Wichtigste sein? Sie kann uns dabei helfen, die Nutzung der wichtigsten Ressource in unserem Leben zu verbessern, unserer Zeit.